Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog aus Hamburg. Ja, Le Male Elixier stelle ich euch heute vor. Da haben vielleicht einige drauf gewartet, einige wussten es gar nicht, einige haben sich's gedacht. Ja, es gibt ja so viel Versionen aktuell, es kommt alles raus. Ich betone das ja öfters. Und nun ist auch das Le Male Elixier raus und ja, das möchte ich euch gerne vorstellen. Hier habe ich es. Ja, das ist eine Probe. Jetzt werdet ihr euch bestimmt wundern. Moment mal, der Dog stellt Proben vor oder Abfüllung. Ja, weil ich mir diesmal nicht so sicher war, ob ich mir den wirklich blind kaufen sollte. Und vor allen Dingen für 130 €. Ein Designerduft. Der liebe Martin aus meiner Facebook-Gruppe, wer also noch nicht in meiner Facebook-Gruppe ist, kann auch gerne mal vorbeischauen, hat mir diesen Duft zugeschickt. Und ja, ich habe ihn getestet, ausgiebig getestet und ich muss sagen, ich habe diesen Duft bestellt. Ich habe diesen Duft bestellt, obwohl ich es eigentlich nicht wollte, weil 130 € für einen Designerduft ziemlich, oder ich sag mal, too much ist. So, Real Talk, too much. Nun könnte man natürlich auch wieder sagen, ja okay, aber 260 € für einen Searcher, 500 € für einen Raucher Parfüms. Okay, wir wollen da gar nicht drüber sappeln, weil ihr kennt das ja, Haltbarkeit, Silage, Preis, es wird nur noch um anderes geredet, alles rundherum, aber nicht um Duft. Und ja, was sage ich zu dem Duft? Vorweg möchte ich gerne die Ausstrahlung und die Haltbarkeit schon mal sagen euch. Bombastisch gut. Absolut von allerfeinsten. Ein Sprüher auf dem Unterarm. Ich habe den, keine Ahnung, nach 8, 9 Stunden die ganze Zeit in der Nase gehabt. Die ganze Zeit in der Nase gehabt. Also wirklich extrem starker Duft und auch von der Haltbarkeit. Ja, und der Duft ist einfach, ja, es ist ein süßer Duft, ja. Ich habe natürlich das Original noch nicht hier. Das ist auf dem Weg zu mir, direkt natürlich bei Jean Paul Gaultier bestellt. Und dieser Duft, ich dachte erst, es wäre Vanille drin. Ich weiß jetzt nicht, ob Parfumo stimmt, muss ich ja sagen, es ist kein Diss, aber stimmen nicht immer alle Inhaltsstoffe, es kann sein. Ich dachte, es wäre Vanille drin, aber nein, Tonkabohne, Minze und grundsätzlich kommt dieses Süße von der Tonkabohne. Das ist ein Tonkabohnenduft. So, wirklich nice. Und das Kardamom aus den Le Parfum wurde rausgenommen, weil viele sagen, es riecht wie das Le Parfum. Ja, es hat einen Touch von den Le Male Le Parfum drin. Gleich vorweg, es riecht nicht wie Ultramehl. Ich weiß nicht, welche, das haben welche angegeben, Ultramehl. Nicht ansatzweise. Nicht ansatzweise. Und noch so einige andere, die sie angegeben haben, wo ich mich frage, was riechen manche Leute? Also man kann ja, oder es muss ja nicht alles gleich für jemanden riechen, aber manchmal wirklich. Aber wir kommen zurück zum Duft. Vorweg, ich finde nicht, ich habe das ausgiebig getestet, er riecht nicht wie Armani Code Absolut. So. Es ist eine Familie vielleicht, aber er riecht nicht so. Also Leute, für die Leute, die ihn absolut gut finden, weil der ja eingestellt worden ist, wird dieser Duft auch was sein oder sie werden ihn mögen. Aber er ist nicht identisch und auch nicht 95% identisch oder was weiß ich, was ich auch gelesen habe. Nein. Nein. Ich finde, er hat schon sein eigenes Ding und das finde ich gut. Ein Hintergrund für mich schwingt so ein bisschen auch Le Male mit und dann eben Tonkabohne, Benzoe oder was da noch drin ist, glaube ich, dann Minze, aber nur die ersten 2 Minuten. Schade, das hätte vielleicht ein bisschen länger drin sein können, aber grundsätzlich ist es ist ein Keksduft. Ich sage, es ist grundsätzlich ein Keksduft, der aber wirklich sich abhebt von den anderen. Und ich muss sagen, dass Jean Paul Gaultier ja so gute, Flanker rausgebracht hat, weil das Ultramehl super eingeschlagen hat. Egal jetzt wie süß, ne? Dann Le Parfum, bombastisch gut, wirklich auch bewertet. Und dieser Duft jetzt auch, also dieses, weiß ich, wie viel hat er jetzt? Ich habe jetzt nicht mehr geguckt. 9,1 hatte er bei 32 Bewertungen. 32 noch nicht so viel, aber denn doch auch wieder viel auf Parfumo und dann für 9,1. Also Leute, und ich muss sagen, es ist ein geiler Duft. Und dann die Haltbarkeit und die Silage. Das einzige Negative, was ich an diesem Duft zu kritisieren habe, oder 2 Sachen, ist eben der Preis, auch wenn da mehr Ölanteil drin ist, aber hauptsächlich auch zur falschen Jahreszeit, weil das ist ein süßer, starker Duft. Natürlich, ich sage immer, tragt
was ihr wollt und wann ihr wollt. Aber, denn nur ein Sprüher, so und so. Aber im Winter wäre besser gekommen. Jetzt so ein Frühling, Sommer ist ein bisschen schwierig. Und ich weiß jetzt nicht, auch ich nicht, ob das jetzt oder ob es ihn jetzt immer nur auf der Jean-Paul Gaultier-Seite gibt, das kann ich nicht sagen, ob der irgendwann nochmal ins Store kommt. Ich gehe davon aus, aber aktuell wohl nur da. Aber ich habe was mitgenommen, da gibt's ja, ich habe einiges andere auch noch mitgenommen und zum Muttertag gab es extra was auch dazu und im Endeffekt hat es dann den Preis wieder, ja, und übrigens die Handtaschen oder diese Jutebeutel, die es da gibt von Jean-Paul Gaultier, sind wirklich 1A. Ich habe schon mal einen wegen den Gaultier 2, da habe ich auch so eine Jutebeutel mitbekommen. Also ich muss schon sagen, die Qualität und groß von allerfeinsten, Leute. Ja, aber wie gesagt, es gibt nicht viel zu sagen. Es ist ein Tonka-Bohnenduft. Es ist ein süßer Tonka-Bohnenduft, der für mich ein bisschen nach Vanille riecht, also richtig süßer Duft. Und ein Keksduft. So, es ist einfach ein Keksduft. Das soll nicht abschrecken. Es ist auch für mich keine Synthetik wirklich drin. Es ist gut, wirklich gut gemacht. Und für mich jetzt schon eins der besten Releases 2023. Das kann man jetzt schon sagen, finde ich. So, das kann man wirklich jetzt schon sagen. Und wahrscheinlich die Probe hier wird erstmal ausreichen, weil diese Sprüher, die ist wirklich stark, bevor ich den Flakon anfange. Und der Flakon sieht natürlich, ist ja eingeblendet, sieht natürlich auch sehr, sehr nice aus. Also, ich könnte jetzt aber sagen, okay, jetzt sollte dann auch endlich mal gut sein, weil was kommt jetzt noch? Aber ihr wisst das ja, es fällt immer irgendwas ein und was weiß ich, was Double Deluxe, Konzentration oder was weiß ich, was kommt. Auf jeden Fall, es ist ein sehr, sehr guter Flanker, weil ich hätte sonst keine 130 € ausgegeben für einen Designerduft. No way. Und deswegen, ja, aber, ja, eigentlich ist alles gesagt. So, er hat ein bisschen, er ist in der Familie von den Armani Code, absolut, aber nur so ein bisschen, so als letzter so in der Familie so ein bisschen. Dann natürlich hat er das Le Parfum, nur ohne Kardamom. Kardamom ist weggenommen. Er hat diesen Touch. Dann das Original ist auch ein bisschen vermischt. Dann eine richtig geile Tonkabohnen-Süße, wie gesagt, wie Kekse oder wie Vanillekekse in Anführungsstrichen. Geil, geil. Und dann eben bombastischer Hypercut und bombastische Silage. Also hier stimmt eigentlich alles. Außer, wie gesagt, falsche Jahreszeit und eventuell der Preis. Also 90 € das hätte auch gereicht, ne? Aber der Duft ist geil. Und wie gesagt, ich hatte ihn getragen, Test auf den Arm nur, und ich muss sagen, ist schon wirklich gut. Also ich habe einen Sprüher benutzt und ich war immer hin und weg, wie extrem doch immer wieder auch die Ausstrahlung, nicht nur die Hypercut, auch die Ausstrahlung in die Nase. Also locker nach 11, 12 Stunden hast du ihn noch auf der Haut gerochen und wie gesagt, immer einen Schweif rüber bekommen und absolut nice. Und da liegt die Betonung wirklich auf nice, wie der Doggen muss man schon sagen. So Leute, wenn ihr ihn schon kennt, schreibt mal runter, was haltet ihr von diesem Duft. Und ja, dann sehen wir uns, glaube ich, bald wieder. Bis dann.